Top Speed is powered by Voogtman und Herold, Metallorum, SMLK Group, Hans-Peter Porsche Traumwerk, Löhlein Classics und die Württembergische. Ihr Fels in der Brandung. Herzlich willkommen bei Topspeed und herzlich willkommen in Dottenhausen. Heute ist Porsche-Tag bei Boxermotor. Und wie Sie vielleicht hören, bin ich nicht luftgekühlt, aber heute bin ich verkühlt. Aber ich halte nur ein bisschen Abstand von den Leuten und dann hält uns nicht von den Aufnahmen ab. Wir haben heute zwei sehr liebe, nette Gäste und die sind hier zum Fotos machen. Und am Ende zeigt sich, wer die besten Fotos gemacht hat. Und die zwei Gäste verbindet mehr als nur die Liebe für Porsche. Boxermotor zählt zu den bekanntesten unabhängigen Porsche-Spezialisten Europas. Gegründet wurde das Unternehmen von Christoph Schlagenhauf. Hey, da sind wir wieder. Hallo ich Martin. mache einen Box, weil ich bin ein bisschen verkühlt. Ich habe schon gehört, ich weiß ja noch, wir haben uns auf der Bodenseemesse getroffen und auf der Klassikwelt. Ja, da hat es angefangen. Ja, genau. Ja. Aber ich lasse mich nicht stoppen, weil hier zu sein bei euch wieder. Und was mir auffällt, wir waren vor 2 Monaten waren wir hier mit den Sendungen mit Fotografie auch. Und die Showroom ist komplett anders wieder. Das ist ja unglaublich, es geht so schnell bei dir. Ja, also, wir schauen, dass immer ein Durchsatz da ist und glücklicherweise ist noch Nachfrage da. Ja, genau. Heute machen wir es ein bisschen anders. Wir haben zwei ganz liebe Kandidaten und der Adrian, der kennst du. Ja. Und der nimmt seine Verlobte mit, Carina Lemmermann. Und die beiden, die sind im 356 Club. Gut. Und die sind sehr tätig da. So, die haben nicht nur eine Liebe für Porsche, aber insbesondere für 356. Und ich habe gedacht, das passt wirklich zusammen. Und die kriegen beide eine kleine Kamera mit ein normales Objektiv. Du gibst wieder den Auftrag. Hast du schon eine Idee, was? Ja, ich habe ein paar Ideen. Wie gesagt, auf der Classic-Welt am Bodensee haben wir ja alles im Motto gehabt, Bodensee oder Sommer. Und wir haben ein F-Modell präpariert mit einer Anhängerkupplung, die Porsche übrigens von 64 bis 94 für jeden 911 im Ersatz Speedboot da hinten. mit dem Boot da hinten. Ah, genau. Das ist ja schön. Das hättest du gerne. Eventuell wäre das eine Geschichte, dass man irgendwas macht mit Sommer. Das war Sommerfest, Freizeit. Und wer erwartet ein Träger mit einem Surfbrett auf ein Porsche oder ein Speedboot hinter einem Porsche? Carina und der Adrian, die sind schon da. Man, lass mich so begrüßen. Rüber. Mit Carina und Adrian haben wir zwei echte Porsche-Enthusiasten gefunden, die heute mit der Kamera in der Hand gegeneinander antreten. Carina, Christoph. Hallo, schön dich kennenzulernen. Adrian, ihr kennt Hallo, einander schon? grüß dich. Ich gehe mal außen rum. Ja, das ist Valhalla für euch, gell? Ja, und was? Das ist ja, vermutet man gar nicht. Man fährt so hier auf der Straße entlang und dann so eine Pracht an Aber du Fahrzeugen. stehst jetzt bei einem Carrera 2 Cabriolet, aber das ist eher euer Welt, gell? Die 356. Oder ist Porsche in allgemeinem Sinne bei euch? Allgemein, Porsche ist eine ganz tolle Marke, baut tolle Autos, auch heute noch tolle Autos, aber natürlich sind das die Fahrzeuge, die uns begeistern, die haben Seele, ja, und man riecht da noch richtig die Abgase, also das ist schon was. Ja, und ich glaube, ich habe 3 tolle Leute zusammengebracht, weil ihr alle 3, ihr kennt einander von der Messe, von der Genau. Retro Classics. Ihr arbeitet auch schon zusammen, aber du wusstest nicht, dass er kommen sollte. Nein, wusste ich nicht. Überraschung. Was machen wir heute? Ihr kriegt beide eine einfache Kamera. Letztes Mal haben wir mit Profikameras gearbeitet, weil da haben wir gedacht, ja, aber die meisten Leute wollen das nicht. Bei dir habe ich schon bemerkt, ist ein bisschen ängstig, aber wir haben die Nicole gehabt hier. Genau, bei die dir. hat das sehr gut gemacht und vor allem. Und das war knapp, gell? Ja. Ob sie gewonnen hat oder Ja. die 2 Männer, die dabei waren. So, macht ihr keine Sorgen. Einzige, worüber wir 2 uns Sorgen machen, einer von euch wird gewinnen, weil Ausgleich gibt's nicht, hè? Nein, auf keinen Fall. Was wird's heute Abend? Wird es für dich schön zu Hause essen oder Nein, Chinesisch holen? wir verstehen uns immer gut und wir gönnen es uns gegenseitig. Ich stelle vor, meistens, ja. Ich stelle vor, ich hole mir meinen Hustensaft
Christoph, du bist Genau, ich der zeige Führer mal hier. heute. Ja. Und zeig mal was in der Showroom, gell? Genau, Bis später. bis später. Obwohl der Showroom voller beeindruckender Porsche steht, weiß Christoph ganz genau, bei welchem Modell die Führung beginnen soll. Ja, weil ich ja weiß, dass ihr vom 356 Club und begeisterte 356-Fans seid, wollte ich euch das Auto noch zeigen. Wir haben ja viele verschiedene Modelle da, aber das ist ein besonderer 356. Das Auto hat in den 50er Jahren schon an der Mille Miglia teilgenommen und wir haben es für die Söhne des Erstbesitzers restauriert, die dann auch Mille Miglia gefahren sind, und letztes Jahr ist dann die Enkeltochter mit ihrem Vater praktisch, also 3 Generationen Mille Miglia mit dem Auto. Und danach waren wir in Pebble Beach. Also der Niklas und der Besitzer, die waren zusammen in Pebble Beach. Und das war wahrscheinlich das einzige Auto, das von der Mille Miglia einen Monat später nach Pebble Beach, weil zum Concours d'Elegance kommen normal nur neu restaurierte Fahrzeuge, und das war die Schwierigkeit oder das Besondere, dass wir das für Pebble Beach dann präpariert haben. Du sagst restaurieren. Können wir die Werkstatt mal anschauen gehen? Natürlich, gerne. Dann gehen wir los. Danke. Bei Boxer Motor wird nahezu alles im eigenen Haus gefertigt. Ein wahres Paradies für Carina und Adrian. Doch zwischen den zahlreichen Traumwagen fällt ein Fahrzeug besonders auf. Hier haben wir ein Projekt, Adrian, das du zumindest schon kennst von der Retro. Ja. Wir haben das da ausgestellt gehabt. Das ist ein besonderes Auto, war ein sehr tolles Erstlackfahrzeug. Und es ist in dem Museum am Timmelsjoch, als es gebrannt hat vor paar Jahren, eben ist das Dachgebälk runtergekommen und es ist stark beschädigt jetzt. Und wir wollten einfach zeigen, dass man das trotzdem machen kann. Wir haben eine Materialanalyse gemacht vom Blech und wir restaurieren dieses Auto wieder, wie es war, und achten darauf, dass man so viel Substanz, wo es noch gibt und die stabil ist, erhalten können. Für mich ist das jetzt aktuell nur ein Stück Blech. Was ist der Sinn dabei, das wieder auf die Straße zu bringen, und wie lange dauert es, bis er wieder fahrbereit ist? Also, es ist so, es ist natürlich nur noch ein Stück Blech. Hier gehört Enthusiasmus dazu. Rein wirtschaftlich ist es nicht zu begründen. Warum macht man das? Weil die Preise auch vielleicht für die Autos gefallen sind. Man muss natürlich ein Enthusiast sein für die Sache. Von der Zeit her, wenn man jetzt wirklich am Stück dranbleiben würde, dann würde das circa 1 Jahr dauern. Aber wir müssen das immer wieder zwischenschieben, weil wir auch Dinge machen müssen, mit denen man Geld verdienen kann. Das ist jetzt eine Sache, die man macht, vielleicht auch fürs Herz oder weil man zeigen will, dass man in der Lage ist, das zu machen. Und was ist jetzt der nächste Arbeitsschritt dann? Der nächste Arbeitsschritt ist, wie ihr seht, wir haben es jetzt hier auf der Richtbank, dass alles stabil bleibt. Wir haben alles ausgerichtet, dass alles in Form ist. Und jetzt werden wir hier Bleche einsetzen, also jetzt das Bodenblech, den Mitteltunnel, dass die Struktur wieder stabil ist. Einfach. Ja, weil Das die wäre der Gefahr ist erste ja wirklich, Punkt. dass sich das jetzt verzieht. Ich meine, das hat ja überhaupt Ja. keinen Halt mehr. Genau, Und dann, deshalb die Richtbank so wichtig. Jetzt schaue ich nur gerade auf die Uhr und mir fällt ein, ich hoffe, der Martin hat sich erholt von seinem Hustenkrampf und wir können weitermachen, weil ihr müsst ja heute noch Bilder machen. ja, wir sind nicht zum Spaß da. Absolut Ich nicht. bin gespannt. In dieser Topspeed im Fokus-Folge haben wir uns bewusst für eine etwas einfachere Digitalkamera entschieden. Eine Kamera, mit der praktisch jeder fotografieren kann. Ihr habt natürlich die vorherigen Sendungen gesehen, dass wir auch hier waren mit 3 Kandidaten, mit Profikameras, mit der Hilfe von Dani Reinhardt, übrigens einer der besten Motorsportfotografen, den ich je gekannt habe. Und auch außerdem ein ganz, ganz netter Mensch, oder? Ja, war gut, war ein schöner Tag. Aber du warst auch dabei, so du weißt auch, wie es läuft. Und ihr kriegt jetzt einen Auftrag von Christoph. Er wird zum Beispiel sagen, ich brauche ein Foto für meinen Katalog.
das und das sollt ihr machen. Er weiß genau, was er will. Er ist der Kunde, aber er begleitet auch, weil wir können natürlich nicht erwarten von euch, dass ihr voll Profi-Fotografen seid. Beide kriegt ihr eine ganz einfache digitale Kamera, ein Sony ZV-E10. Wir haben die Standardobjektive drauf, weil das meist einfach ist. Es steht jetzt auf Automatik, wenn ihr sagt nach einer Stunde, hey, das ist ja toll, jetzt will ich mal einen Schritt weiter, geht auch. Christoph ist dabei und der ist für dich und das ist deine Kamera. Und Christoph, du weißt den Auftrag. Ja, also ich habe mir überlegt, was wäre jetzt, wir haben einen wunderschönen Tag heute, die Sonne scheint. Wir haben uns auf der Bodenseemesse getroffen, auf der Klassikwelt in Friedrichshafen und da war unser Motto Porsche Freizeit Sommer. Wir haben einen 911 F-Modell Targa gehabt mit einem Rennrad drauf, oben auf dem Gepäckträger. Wir haben einen 914-6 mit Wasserski oben montiert und ein Paddel. Natürlich 996 mit einem Surfbrett und ein F-Modell Coupé mit einer Anhängerkupplung und einem Boot. Und der Auftrag ist? Der Auftrag ist, dass man das jetzt transportiert, dass man sagt, der Sommer ist angekommen, Boxer Motor kann euer Auto auch bereit machen für den Sommer. Einzige Bedingung ist, dass ihr nicht nebeneinander steht und beide die gleiche. Ihr geht eigentlich beide ihr eigenen Weg und am Ende kommt daraus, wer gewonnen hat. Und das Schöne ist, es gibt einen Preis. Ein verlängertes Wochenende im Faja-Hotel in Seefeld in Tirol. Jens Beine, der Manager, der war auch in der Sendung, der hat auch fotografiert, der hat eine Suite zur Verfügung gestellt. Aber normalerweise gibt es natürlich zwei verschiedene Kandidaten aus verschiedenen Häusern. Aber ihr wohnt zusammen, ihr seid ein Paar. Also ihr habt jetzt schon gewonnen, so ich könnte sowieso nach Hause, oder? Naja, vielleicht nehme ich ja auch eine Freundin mit. Ich sag nichts. Oder ich sag nicht, bitte mach das. Ich sag nicht, vielleicht gehe ich mit meinen Freunden. Weil ich glaube, dann hast du Ärger, oder? Ich denke schon. Ja. Aber du begleitest, du kannst ihnen zeigen, was du genau willst und was du nicht willst. Und dann zeigen wir euch auch noch, wie die Kameras funktionieren. Aber das kommt dann gut. Und ich gehe wieder zurück zu meinem Hustensaft. Hustensaft ist das Wort heute. Viel Spaß, gell? Danke. In einer kurzen Einführung zeigt Christoph noch, wie die Kameras funktionieren und was er von den beiden erwartet, bevor sie loslegen können. Also hier haben wir jetzt schon das erste Fahrzeug, das F-Modell mit der Anhängerkupplung und dem Boot. Dann haben wir den 914 mit dem Wasserski drauf, den Skiträger. Und wir haben den 996 mit dem Dachgepäckträger und dem Surfbrett. Und jetzt legt los. Mal sehen, was er hinbekommt. Schauen wir mal. Wir geben unser Bestes. Gut. Mein Schatz, mit was fängst du jetzt an? Ich würde als erstes den 914 mit den Wasserskiern mal versuchen zu fotografieren. Okay, ne, ich würde jetzt dann mit dem Boot mal anfangen. Der 911er, der hat es mir angetan. Und gerade mit dieser Anhängerkupplung. Aber jetzt muss ich da mal schauen, ob ich das hier hinkriege. Aber Naja, das sieht man ja hier Das ist relativ. einfach, das ist wie früher. Eben noch mit Digitalkamera. Ja, na gut, ich bin ja älter, ich kann besser damit umgehen, dann habe ich mehr die Siegeschancen. Das werden wir am Ende sehen. Ja, aber ich sag dir, ich schieße jetzt ganz tolle Bilder. Na dann mal los. Starten wir mal. So, da werden wir jetzt mal schauen, von wo wir die beste Aufnahme bekommen. Dann schauen wir mal, wie wir das am besten hier drauf bekommen, dass wir hier ein richtig schickes, schönes Bild haben. Wir wollen ja gewinnen. Ja, Boxermotor, das muss auch drauf sein. Carina und Adrian haben sichtlich Spaß. Kein Wunder, denn neben der Liebe zueinander schlägt ihr Herz vor allem für klassische Porsche. Ja, unsere gemeinsame Leidenschaft von meiner Frau und mir sind natürlich die Porsche 356, der Porsche 356 Club. Und im Fahrzeug, wenn wir eine Rallye fahren, sind wir immer ein Team. Da gibt es nichts, da passt nichts dazwischen. Aber bei den Fotos, wenn wir Fotos machen tagsüber, dann ist das schon immer eine Challenge. Und ja, da ist es meistens so, ja, natürlich
sie macht tolle Fotos, weil ich ja fahre. Da kann ich nicht so viel fotografieren. Aber ja, ich kann es schon auch ganz gut und ich rechne mir da heute schon eigentlich ganz gute Chancen aus. Sie denkt zwar, sie ist die Bessere, aber ich gebe Gas, da könnt ihr euch sicher sein. Und ich habe jetzt schon ganz tolle Schnappschüsse gemacht und jetzt schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Ja, Adrian denkt immer, er macht die besseren Fotos, aber in Wirklichkeit wissen wir beide, dass ich die besseren Fotos mache. Und selbst wenn alle sagen, das Foto von mir war besser, sagt er immer noch, seins war besser. Und jetzt, schau dahinter, er nimmt mein Projekt. Wahrscheinlich am Ende, dass er dann sagen kann, das bessere Foto von mir ist von ihm. Angeber mit seinen Selfies. Ab morgen wird das Bild ihr Hintergrund auf ihrem Handy. Und wie läuft's bei dir? Ich denke natürlich bestens. Ja, bei mir auch. Ich habe Hast wirklich. du schon den perfekten Ja, Schuss ich gemacht bin mir hier? noch nicht sicher. Ich möchte jetzt hier noch irgendwie das rausstellen mit dieser Anhängerkupplung, weil das ist ja schon wirklich was absolut Besonderes. Habe ich eigentlich an einem 911er. Ich meine, ich weiß nicht, ob du noch daran erinnern kannst, bei den Jahrestreffen gibt es manchmal einen 356 mit Anhängerkupplung. Ist mir auch noch nicht aufgefallen. Da gab es aber mal einen, aber jetzt hier bei dem 911er habe ich es noch nie gesehen. Würde mich mal interessieren, wie man damit fährt. mit allerdings Hänger. musst du wahrscheinlich aufpassen, wenn du zu sehr aufs Gas drückst, dass du dir die Hängerkupplung nicht abreißt vielleicht. Ja, das kann gut sein. Auf alle Fälle, das will ich noch mal irgendwie bei den Bildern ein bisschen rausstellen, weil das ist was Besonderes. Und damit würde ich, glaube ich, gerne mit dir in Urlaub fahren, wenn ich gewinne. Das werden wir ja sehen. Also viel Glück! Und während die beiden Kandidaten um den Sieg kämpfen, stehe ich mit Christoph neben einem besonderen Porsche, der wir in Topfit schon öfter gesehen haben. Eine alte Bekannte. Genau, da haben wir uns ja beim Hans-Peter Porsche am Museum getroffen. Ja, und auf der Messe habe ich gesehen. Das Schöne Genau. war, ich habe es wachsen gesehen. Der Christian hat Ja. immer was gemalt. Aber nochmal für die Zuschauer, das Auto wird verlost. Genau. Am 6. Dezember wird es für die Kinderkrebshilfe und für Reno, das ist ein Projekt in Afrika, die eine Schule bauen am Krüger Nationalpark. Die machen viel für Naturschutz auch. Und die Hälfte kriegt die Kinderkrebshilfe in Tübingen und die andere Hälfte bekommt dieses Reno-Projekt in Afrika. Wir stellen jetzt in Kürze auf unserer Internetseite www.boxermotor.de genauere Details, wie der Ablauf sein wird. Das Ende der Auktion wird am 6.12., dem Nikolaustag, sein. Und wir freuen uns natürlich, wenn viele Leute mitbieten. Und der ganze Erlös geht An was? für diese zwei Zwecke. Genau. So, super. Und bei Hans-Peter Porsche Traumwerk sah es damals so aus. Dat is de Tür aus der Akzent, oder? Was ist der Lehrer? Wo es dir lieber ist, mir ist egal. Mir. Da würde ich auch machen. Vielen Dank. Bist du happy? Ja, ich bin froh, dass es geklappt hat. Es ist schwierig. Wir haben ja mit dem Walter Röhrl viel Kontakt gehabt, aber an so einem Event mit so vielen Leuten ist es ganz schwierig, weil jeder was von ihm will. Ja, wir müssen die Zuschauer erklären, wir haben das Auto hier hinbringen müssen und abgezaunt, weil sonst ist es nicht machbar. Aber wir müssen die Zuschauer auch wieder erklären, das ist nicht für dich. Das ist Charity. Erzähl, wenn jemand zu Hause sagt, ich will mehr davon wissen oder ich will bieten, und wo geht man im Internet? Auf unsere Seite, wir propagieren das da, Boxermotor. boxermotor.de. .de. Und dann kann man mitbieten, so ein einzigartiges Auto. Und die zwei, die sind gewaltig, oder? Weil die haben gesagt, nein, wir machen das für dich. Genau, ja. Und natürlich nur mit deiner Hilfe war das wieder. Nein, natürlich, die Auf mögen jeden dich, Fall. wir mögen ihn alle. Zurück in Dottenhausen schauen sich Christoph und ich die Fotos an. Erste Foto ist von Adrian.
Da ist eigentlich alles drauf. Es ist ganz gut. Vielleicht hätte der Ausschnitt noch ein bisschen größer sein Ja. können. Ja, aber grundsätzlich hat der Ausschnitt, so wie er jetzt ist, auch was. Das ist auch von Adrian. Das finde ich gut. Das ist sehr Es schön, gibt ja. das Sommerfeeling irgendwie weiter. Und der weiß genau, wie er Werbung machen muss Ja. für dich, gell? Aber hier, Genau. dieser Ausschnitt, Ja, wäre schöner, ist es nicht- wäre noch mehr drauf. aber ich denke, dass er sich konzentriert hat auf das. dieses, So, ja. das kann ich mir vorstellen. Aber die Farben sind sehr schön, muss ich Ja. echt sagen. Und dieses ist von Carina. Ja, Der ist schön, das ist wirklich scharf. Und warum es geht, ist noch darauf. Künstlerisch gesehen finde ich es Schön. sehr schön. Ja. Und auch das ganze Wort Porsche steht steht drauf. drauf. Ist Genau. nichts ist abgeschnitten. So, die haben beide wirklich ein gutes Auge für. Ist auch schön. Ja. Nur finde ich ein bisschen zu viel. Zum Beispiel hier der Spiegel Ja. ist. Geschnitten auch hinten die Stoßstange, also wenn es ein bisschen mehr wäre da. Ja, genau. Wobei es vielleicht, also es ist überall geschnitten. Es ist Aber bis ich auf denke, wenn wir das Originalfoto wieder haben und sie zieht es wieder raus, wenn man es neu kadrieren kann, dass das noch eventuell noch gut kommen könnte. Nachdem Christoph noch schnell einen Porsche begutachtet hat, der heute ausgeliefert wird, zählt nur noch, wer von den beiden hat die schönsten Fotos gemacht. Wir fangen mit dir an. Dein erstes Foto, das fand ich schön, mit dem weißen Porsche im Hintergrund. Die einzige Frage, die ich mich gestellt habe, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ist, hättest du die Scharfe nicht umdrehen sollen? Dass zum Beispiel das braune Auto eigentlich unscharf war und der weiße Porsche, wo es eigentlich darum ging, das war das Einzige. Aber ich fand das Bildausschnitt war... Bildausschnitt war sehr schön, war Ja, gut genau. gewählt. Und du hast von uns beiden 8,5 bekommen, das sind 17 Punkte. Für dein zweites Foto, was so hoch ging, die fand ich nicht so schön, aber das ist nicht schlimm, weil der erste war gut und muss immer ein besserer sein. Dann hast du von mir ein 7 und von dir ein 7,5. Dann bei dir, lieber Adrian, du hast bei Foto 1, haben wir beide gesagt, schade, dass man nicht sehen kann. Dass es angehängt ist. Hätte auch sein können, dass das Boot einfach dahinter steht. Und Aber die Idee war wenn man gut. Die Idee war gut, aber hätte man das vielleicht noch umsetzen können, dass man sieht, das hängt wirklich am Elfer. Genau. So, du hast von uns beide ein 8, das sind 16 Punkte. Und dann kommen wir bei Foto 2. Das war der 996 mit dem Surfbrett. Das hat uns gut gefallen. Da sieht man die Wolken. Das, was uns wichtig war, natürlich, dass man boxermotor.de sieht. Genau. Wie viele Punkte hast du da? Von mir und von Christoph bekommen? Vielleicht 18? Nein, mein Freund, leider. Es waren 17,5, aber trotzdem die höchste Punkteanzahl, aber für dich gar nicht schlecht. Nur einzige Frage ist, weil ihr habt im Namen von Jens Beine vom Fire Hotel habt ihr diese Übernachtung gewonnen oder du. Was wird's mit? Ja, wird spannend für dich. Wer nimmst du mit? Naja, natürlich meine Ja, Herzensdame. okay. Dann gratulieren Dieses wir Mal euch. hat er doch dazugelernt. Das Ja, zweite Mal das nicht geht schnell bei dir. Das Ja, geht ja, schnell bei dir. Christoph, vielen Dank für immer. Du bist so gastfreundlich. Ich freue mich. Es ist immer eine Freude, bei immer, dir zu sein. wenn du kommst, und freue mich, wen du mitbringst. Ich danke dir, dass du mitbekommen bist. Nur Hände waschen, weil ich wegen der Verkühlung, das machen wir sofort. Gratuliere. Du und du auch gratuliere, weil Danke. ihr kommt mit und wir sehen uns in Seefeld. Danke. Das war Topspeed. Ciao. Top Speed is powered by Voogtman und Herold, Metalorum, SML Car Group, Hans-Peter Porsche Traumwerk, Leulein Classics und die Württembergische. Ihr Fels in der Brandung.